Seit Jahrtausenden schreibt die Menschheit ihre Geschichte auf. In Zeichen, in Pergament, in Tinte, in Stein. Doch was wir heute lesen können, ist nur ein Bruchstück. Denn fast ebenso alt wie das Schreiben ist das Verbot des Geschriebenen. Bücher wurden nicht nur geschaffen, sie wurden auch verbrannt. Manche Werke wurden von Herrschern zensiert, andere von Priestern verflucht, wieder andere von Kriegern ins Feuer geworfen. Immer, wenn ein Buch verboten wurde, geschah es nicht zufällig, sondern aus einem klaren Grund, weil Wissen Macht ist. Die Geschichte der verbotenen Bücher ist auch die Geschichte von Machtkämpfen und Angst. Die Angst der Herrschenden, dass die Menschen zu viel verstehen könnten. Die Angst der Religion, dass alternative Wahrheiten ihr Fundament ins Wanken bringen. Die Angst der Staaten, dass ein Gedanke gefährlicher sein könnte als eine Armee. Doch jedes Mal, wenn ein Buch verschwand, blieb eine Spur zurück. Eine Erinnerung, ein Fragment, ein Flüstern. Die verschollenen Evangelien, die uns ein anderes Bild von Jesus hätten zeigen können. Die alten Koran-Varianten, die nach der offiziellen Sammlung ausgelöscht wurden. Die geheimen Bibliotheken von Alexandria bis Bagdad, deren Wissen im Feuer ertrank. Und die Schriften, die nie ans Licht der Öffentlichkeit gelangten, verschlossen in Archiven, verborgen hinter Mauern. Die verbotenen Bücher, das ist keine Geschichte über Papier. Es ist eine Geschichte über Wahrheit und Kontrolle, über Erinnerung und Vergessen. Eine Geschichte darüber, wie das Wissen, das wir heute für selbstverständlich halten, nur die Spitze eines Eisbergs ist. Und wie unter der Oberfläche Schätze verborgen liegen. Schätze, die unser Bild von Geschichte, Religion und Menschheit für immer verändern können. Das ist der Anfang einer Reise in das Verborgene. Eine Reise zu den Büchern, die man uns nie lesen lassen wollte und die vielleicht gerade deshalb die mächtigsten Bücher sind, die je geschrieben wurden. Feuer war schon immer ein Werkzeug der Macht. Es zerstörte nicht nur Häuser und Städte, es löschte ganze Erinnerungen aus. Und oft brannte nicht nur Holz, sondern auch Worte. Eines der frühesten Beispiele stammt aus dem alten China. 213 v. Chr. Ließ der erste Kaiser, Qin Shi Huang, fast alle Schriften seiner Zeit verbrennen. Nur Bücher über Medizin, Landwirtschaft und Wahrsagerei blieben verschont. Alles andere galt als gefährlich. Philosophen, die anderes lehrten als die kaiserliche Ideologie, wurden lebendig begraben. So sollte eine einzige Wahrheit bestehen bleiben, die des Kaisers. Auch im Römischen Reich war Feuer eine Waffe gegen Gedanken. Unbequeme Schriften, angeblich heidnische Werke, wurden vernichtet. Manche Bücher von Philosophen wie Protagoras, die den Göttern widersprachen, überlebten nur in Fragmenten. Andere, wie Werke über alte Mysterienkulte, verschwanden spurlos. Doch das Feuer lodert besonders hell, dort wo Religion und Macht zusammentreffen. Als das Christentum zur Staatsreligion wurde, begann ein Wettlauf um die richtige Version der Wahrheit. Von Jesus existierten Dutzende Evangelien, doch nur 4 blieben offiziell bestehen. Das Evangelium des Thomas, das Evangelium der Maria Magdalena, die Schriften der Gnosis, sie alle wurden zur Ketzerei erklärt und verbrannt. Sie zeichneten ein Bild von Jesus, das der jungen Kirche gefährlich war. Ein Jesus, der nicht nur Wundertäter, sondern Lehrer des inneren Wissens war. Ein Glaube, der den Menschen direkt mit Gott verband, ohne Priester, ohne Hierarchie. Und auch im Islam finden wir dieselbe Flamme. Nach dem Tod des Propheten wurde der Koran gesammelt und vereinheitlicht unter Kalif Osman. Andere Überlieferungen, andere Dialekte, andere Sammlungen, sie wurden verbrannt, damit nur eine einzige Version bestehen blieb. Heute wird oft gesagt, der Koran sei seit Anbeginn unverändert. Doch diese Reinheit wurde erst erzwungen durch das Feuer über den Schriften. Wir sehen ein Muster. Jedes Mal, wenn Wissen zu mächtig wurde, griff die Hand des Herrschenden zum Feuer. Nicht nur, um Papier zu vernichten, sondern um Gedanken auszulöschen. Denn in jedem Buch steckt eine Gefahr. Die Gefahr, dass Menschen beginnen, anders zu denken. Wenn ein einzelnes Buch brennt, stirbt eine Stimme. Wenn eine Bibliothek brennt, verstummt eine ganze Zivilisation. Die berühmteste von allem ist die Bibliothek von Alexandria. Sie soll hunderttausende Schriftrollen umfasst haben. Texte aus Griechenland, Ägypten, Indien, Babylon, ja vielleicht sogar aus längst vergessenen Kulturen. Manche Chroniken berichten, dass Schiffe, die in Alexandria anlegten, ihre Manuskripte abgeben mussten, damit Kopien für die Bibliothek angefertigt werden konnten. Ein Versuch, das Wissen der ganzen Welt zu sammeln, an einem Ort. Doch was geschah mit ihr? Die Geschichte ist umstritten. Einige sagen, Julius Caesars Truppen setzten 48 v. Chr. Das Viertel der Schiffe in Brand und die Flammen griffen auf die Bibliothek über. Andere meinen, es waren christliche Fanatiker, die Jahrhunderte später heidnische Schriften zerstörten. Wieder andere beschuldigen die Araber im 7. Jahrhundert, die die Rollen angeblich als Brennstoff für Bäder nutzten. Vielleicht aber war es nicht ein einziger Brand, sondern viele kleine, bis die Bibliothek nur noch eine Erinnerung war. Wie auch immer es geschah, mit ihr verschwand Wissen, das die Geschichte der Menschheit
hätte neu schreiben können. Doch Alexandria war nicht die einzige. Im Karthago wurden nach den römischen Kriegen ganze Archive der phönizischen Kultur vernichtet. Wir wissen bis heute kaum etwas über ihre Götter, ihre Mythen, ihre Medizin, nur das, was die Feinde aufschrieben. In China brannten nicht nur unter Kaiser Qin Schriften, sondern auch später, wenn Dynastien wechselten. Jede neue Herrschaft wollte die Geschichte neu erzählen. Das Alte sollte vergessen, das Neue gefeiert werden. Und auch im goldenen Zeitalter des Islams entstanden prächtige Bibliotheken. In Bagdad, Cordoba, Samarkand. Bagdad war einst das Zentrum des Wissens, die Haus der Weisheit, Beit el-Hikma, sammelte Schriften aus Griechenland, Persien, Indien. Dort wurden Mathematik, Medizin, Astronomie und Philosophie übersetzt und weiterentwickelt. Doch dann kamen die Mongolen. 1258 stürmten sie Bagdad und mit ihnen kam das Feuer. Die Berichte erzählen, dass so viele Bücher in den Tigris geworfen wurden, dass das Wasser tagelang schwarz von der Tinte und rot vom Blut der Gelehrten gewesen sei. Auch Cordoba in Al-Andalus, einst ein Leuchtturm des Wissens im Westen, fiel. Die christliche Rückeroberung brachte nicht nur politische Herrschaft, sie brachte auch die Zerstörung muslimischer Bibliotheken. Tausende Werke verschwanden. Immer wieder sahen wir denselben Kreislauf. Kulturen bauen Wissen auf, sammeln, ordnen, schreiben nieder. Und wenn Macht wechselt, brennt es. Die verschwundenen Bibliotheken erinnern uns daran, dass Geschichte nicht nur aus dem besteht, was wir heute lesen können, sondern auch aus dem, was wir niemals mehr lesen werden. Manches überlebte, aber nur, um weggeschlossen zu werden. Es gibt Orte, an denen Bücher nicht verschwinden, sondern gefangen sind. Orte, die für Forscher wie Schatzkammern wirken und für Mächtige wie Tresore in den Wahrheiten sicher verwahrt sind. Das bekannteste von allem ist das Vatikanische Geheimarchiv. Hinter dicken Mauern in Rom lagern über 80 Kilometer Regale mit Dokumenten. Dort liegen Briefe von Königen, alte Chroniken, päpstliche Anordnungen und vermutlich auch Schriften, die nie für die Öffentlichkeit gedacht waren. Nur handverlesene Forscher dürfen hinein. Und selbst sie sehen nur das, was man ihnen zeigt. Was sich in den dunklen Winkeln befindet, bleibt ein Geheimnis. Manche vermuten dort verschollene Evangelien, Protokolle der Inquisition, vielleicht sogar Zeugnisse aus einer Zeit, bevor das Christentum seine heutige Form annahm. Offiziell heißt es, alles dient der Forschung. Doch wer entscheidet, welche Forschung erlaubt ist? Auch im Islam gibt es solche verborgene Schätze. Wie alte Manuskripte liegen in privaten Stiftungen oder verschlossenen Archiven. Astronomische Karten, die die Welt schon Jahrhunderte vor Kolumbus rund zeigten. Medizinische Texte, die Rezepte enthalten, die heute in Vergessenheit geraten sind. Oder frühe Koran-Handschriften, die nicht exakt dem heutigen Text entsprechen. In Sanaa im Jemen fand man in den 1970er Jahren bei Restaurierungsarbeiten Fragmente alter Koranexemplare. Manche Verse unterscheiden sich leicht, manche Anordnungen waren anders. Doch statt diese Funde offen zu studieren, wurden sie weggeschlossen. Zu gefährlich war die Möglichkeit, dass der ewig unveränderte Text plötzlich menschlicher wirken könnte. Auch in anderen Kulturen findet man verschlossene Türen. In Ägypten etwa werden bis heute viele Papiere nur bruchstückhaft veröffentlicht, während ganze Sammlungen in Magazinen verschwinden. Manche vermuten, dass Texte verborgen gehalten werden, die ein anderes Licht auf Pharaonen oder gar auf den Ursprung von Religion werfen könnten. Und dann gibt es die Archive, die schlicht unzugänglich bleiben. Geheime Militärarchive über Experimente, koloniale Archive über Völkermorde oder Regierungsarchive, die erst in 100 Jahren geöffnet werden sollen. Das Muster bleibt dasselbe. Man löscht nicht nur durch Feuer, man löscht auch durch Schweigen. Ein Buch, das niemand lesen darf, ist fast genauso wirkungslos wie ein Buch, das im Feuer verbrannt wurde. Die Geheimarchive der Welt sind die unsichtbaren Gräber unserer Geschichte. Doch manchmal, wenn ein Dokument zufällig durchsickert oder ein Forscher mehr entdeckt, als er sollte, öffnet sich für einen Moment die Türen. Und wir erkennen, was uns gezeigt wird, ist nur ein Bruchteil. Der Rest liegt im Dunkeln, vielleicht absichtlich. Denn während das Schwert einen Körper tötet, kann eine Idee ein ganzes Reich ins Wanken bringen. Schon die antiken Philosophen wussten das. Als Sokrates in Athen den jungen Menschen beibrachte, Fragen zu stellen, wurde er zum Feind des Staates. Die Jugend verdirbt er, sagten sie, und verurteilten ihn zum Tod durch den Schierlingsbecher. Doch seine Worte überdauerten, weil seine Schüler sie aufschrieben. Jahrhunderte später war es Galileo Galilei, der durch sein Fernrohr blickte und sah, was nicht sein durfte, dass die Erde sich bewegt. Die Kirche zwang ihn, seinen eigenen Erkenntnissen zu widersprechen. Doch angeblich murmelte er nach dem Widerruf, und sie bewegt sich doch. Eine einzige Idee, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist, bedroht das Machtgefüge einer ganzen Weltordnung. Giordano Bruno ging noch weiter. Er sprach von unendlichen Kosmos, von zahllosen Welten, von einer Schöpfung, die größer war, als jede Religion sich vorstellen wagte. Dafür verbrannte er 1600 in Rom. Nicht, weil er keine Bücher schrieb,
sondern weil seine Gedanken wie Feuer in die Köpfe anderer übergehen könnten. Auch in der Medizin galten Ideen oft als Bedrohung. Im Mittelalter waren es Frauen, die das alte Kräuterwissen bewahrten. Sie wussten, wie man Schmerzen hindert, Geburten erleichtert, Wunden heilt. Doch dieses Wissen passte nicht in die Welt der Kirche. Statt als Heilerinnen wurden sie als Hexen gebrandmarkt. Und so brannten auch sie, gemeinsam mit ihrem Wissen. Ironischerweise bildeten genau diese verbotenen Pflanzen die Grundlage moderner Medizin. Weidenrinde, der Ursprung von Aspirin. Schlafmohn, Grundlage der Schmerzmittel. Johanniskraut, bis heute bekannt als Antidepressivum. Die Ideen wurden verboten, doch ihre Wirkung überlebte. Und selbst in der Religion selbst waren es oft Ideen, die gelöscht wurden. Im Christentum war es die Vorstellung, dass jeder Mensch direkten Zugang zu Gott haben könnte, ohne Priester. Im Islam war es die Diskussion, ob der Koran wirklich ewig sei oder ob er erst im Laufe der Zeit geformt wurde. Wer solche Fragen stellte, galt als Ketzer. Und auch hier war das Ziel nicht nur, Texte zu verbrennen, sondern Gedanken im Keim zu ersticken. Verbotene Ideen sind die unsichtbaren Bücher der Geschichte. Sie zeigen uns, wie mächtig ein Gedanke sein kann, wenn er Angst macht. Denn was verboten wird, ist oft genau das, was die Welt verändern könnte. Man könnte glauben, mit dem Aufstieg der Aufklärung sei die Zeit der Bücherverbrennung vorbei. Doch das 20. Jahrhundert zeigt das Gegenteil. Gerade in der Epoche der Technik und Industrie brannten die Flammen erneut. Diesmal mitten in Europa. 1933 auf den Plätzen deutscher Universitäten floderten Feuer. Nationalsozialistische Studenten warfen Bücher von jüdischen, linken oder kritischen Autoren ins Feuer. Heinrich Heine, dessen Werke damals ebenfalls verbrannten, hatte ein Jahrhundert zuvor geschrieben. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Worte, die grausame Wahrheit wurden. Auch in der Sowjetunion verschwanden Werke aus den Regalen, nicht durch Feuer, sondern durch Stille. Kritische Stimmen, Dissidenten, Autoren, die gegen das System schrieben, ihre Bücher wurden verboten, ihre Namen aus den Katalogen gestrichen. Ganze Regale der Bibliotheken wurden zu Sonderabteilungen, nur für Eingeweihte. Doch nicht nur in totalitären Staaten. Bis heute stehen Bücher auf schwarzen Listen. In manchen islamischen Ländern sind Schriften verboten, die Zweifel an der Religion wecken können. In China verschwinden Werke, die das Narrativ der Partei in Frage stellen. Und selbst in westlichen Demokratien verschwinden Bücher aus Schulen oder Bibliotheken offiziell zum Schutz, in Wahrheit oft aus Angst vor unbequemen Gedanken. Die Methoden haben sich verändert. Man muss heute keine Flamme mehr entzünden, um ein Buch zu töten. In der digitalen Welt genügt ein Mausklick. Ein Algorithmus kann entscheiden, welches Buch sichtbar bleibt und welches in den Schatten fällt. Eine Sperre, eine Blockierung, eine unsichtbare Löschung. Das moderne Feuer ist unsichtbar. So zeigt sich, die Kontrolle über Wissen ist kein Relikt vergangener Jahrhunderte. Sie ist eine Konstante. Nur die Werkzeuge ändern sich. Und vielleicht ist es heute gefährlicher denn je. Denn im Zeitalter der Illusion von Freiheit merken wir oft gar nicht, wenn uns Wissen fehlt. Wenn wir zurückschauen, sehen wir ein Muster. Bücher wurden verbrannt, Bibliotheken gingen in Flammen auf. Archive wurden verschlossen, Gedanken wurden verfolgt. Und auch in der Moderne verschwinden Stimmen. Manchmal leise, manchmal brutal. Doch so sehr Herrscher, Priester und Ideologen es versuchten, das Wissen verschwand nie vollständig. Ein Manuskript blieb in einer Höhle verborgen. Ein Fragment tauchte in einer Bibliothek wieder auf. Ein Gedanke überlebte im Flüstern, von Mund zu Mund weitergegeben. Und manches, das man im Feuer vernichten wollte, brannte sich stattdessen umso tiefer ins Gedächtnis der Menschheit ein. Das zeigt uns etwas Entscheidendes. Wissen ist wie Wasser. Man kann es aufhalten, stauen, in dunkle Kanäle leiten, aber früher oder später bahnt es sich seinen Weg. Und doch, die Verantwortung liegt nicht nur bei den Mächtigen, sondern auch bei uns. Denn selbst wenn ein Buch überlebt, bleibt es machtlos, solange es niemand liest. Selbst wenn ein Gedanke weitergetragen wird, stirbt er, wenn niemand zuhört. Heute leben wir in einer Zeit, in der mehr Wissen zugänglich ist als je zuvor. Doch gleichzeitig leben wir in einer Zeit der Ablenkung, der Oberflächlichkeit, der Zensur im Verborgenen. Wir scrollen, wir klicken, wir konsumieren. Aber verstehen wir noch? Fragen wir noch nach dem, was hinter den offiziellen Geschichten liegt? Die verbotenen Bücher lehren uns, dass Wahrheiten nicht immer dort liegt, wo man sie uns hinstellt. Sie liegt oft in den Rissen, im Verborgenen, in dem, was man uns nicht zeigen will. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Lektion. Nicht alles zu glauben, was uns serviert wird. Nicht alles hinzunehmen, was bequem klingt, sondern selbst zu suchen, zu lesen, zu fragen. Denn jedes Mal, wenn wir ein verbotenes Buch öffnen,
öffnen wir auch ein Stück unserer eigenen Geschichte. Und vielleicht finden wir dort nicht nur vergangenes Wissen, sondern auch den Mut, unsere Gegenwart zu hinterfragen. Am Ende bleibt uns die Entscheidung. Wollen wir Zuschauer einer gelenkten Wahrheit sein oder Suchende, die den Mut haben, auch ins Verborgene zu blicken? Die verbotenen Bücher warten seit Jahrhunderten. Vielleicht ist jetzt die Zeit, sie endlich zu öffnen.